Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind wir mal bei einer Siebanlage von der Firma Siebenburg und was da abgeht, zeige ich euch jetzt. Also kommt mit. Ja, wer hätte gedacht, wenn man hier die Klappe aufmacht, steckt auch unser Cut-Motor drinne. Und dieser wiederum treibt die Siebanlage an. Diese wiederum sortiert Bauschutt und andere Materialien in unterschiedlichen Körnungsstufen. Diese Lady hier ist nicht mehr die strahlendste, aber hier wird auch tagtäglich mitgearbeitet. Das ist ein zuverlässiger Partner und wie das Ganze in neu aussieht, das zeige ich dir jetzt. Also. Ja Leute, heute ist das Motto klein, aber fein. Nicht, Hannes? Genau. Also Alex, wir stehen hier am Motor. Lass dich von der Größe nicht täuschen. Du weißt, bekanntlich ist die Technik ja entscheidend. Und deswegen, das ist jetzt der C3.6 Motor, geht bis 100 kW hoch. 100 kW? Genau, 100 kW. Und wir haben jetzt hier die Variante stehen, wie sie ab 75 kW wäre. Weil das ist jetzt ja hier auch so dieser interessante Leistungsbereich. Ab 56 kW brauchst du ja einen DPF und ein SCR-System für EPA-TV Final und die EU-Stufe 5. Da kommt keiner dran vorbei. Ja. Aber bei 55 kW bist du ja noch ganz knapp unter dieser 56 kW-Schwelle. Und da reicht es aus, nur mit einem DPF zu fahren. Das sehen wir dann auch hier. Das sieht man hier im Prinzip in dem Sinne, dass wir haben hier hinten die DPF-Tonne. Genau. Hier oben sitzt der SCR-Cut drauf. Und wenn du jetzt die 55 kW-Variante hast, dann fällt diese weg. Zweite Tonne weg. Genau, dann hast du quasi nur schlank angebaut den DOC-DPF kombiniert in einer Tonne hinten über dem Schwungrad. Auch wieder, wie du es kennst, das ist die Variante angebautes Abgasmodul, kannst natürlich auch wieder das Abgasmodul wegbauen. Und ich sehe hier jetzt gerade, die Trommel ist hier oben drauf. Und unter dem Ventildeckel, wie sieht es aus mit Service? Muss ich hier noch Ventile einstellen oder? Nein, also nicht? Nein. Das Schöne bei dem Motor ist, also wir haben den 3.6 und seinen kleineren Bruder, der optisch auch wieder kaum zu unterscheiden ist. Ja. Das erkennt man nur an den Details. Wurden jetzt ganz neu zur EU-Stufe 5 eingeführt. Die Motoren sind auch wieder Multilabel-Engines, also so wie du es von uns kennst. Dieser Motor hier ist quasi wieder EU-Stufe 5, EPA-TV Final. Südkorea, Japan, wenn es dann soweit ist, China 4. Also die komplette Palette. Die komplette Palette wieder. Es gibt auch wieder das Pendant, dass du auch wieder für die ORA-Region, also für die weniger regulierten Märkte, auch im Prinzip den Motor wieder hast in den gleichen Leistungsstufen. Aha. Und da ist im Prinzip auch wieder der Punkt, dass unter 55 kW haben wir, wie gesagt, ein DPF verbaut. Und für EPA-TV Final ist das so ein bisschen abweichend. Da würde zum Beispiel auch ein DOC ausreichen. Hat Cut aber ganz bewusst gesagt, nein, wir lassen auch da den DPF, weil du kennst es ja jetzt von den ganzen Motoren, auch die Strategie ist immer von Cut, du möchtest zwei Motoren, quasi zwei Produkte haben, um die ganze Welt bedienen zu können. Klar. Und der Kunde soll nicht eine Maschine bauen mit einem Motor für Nordamerika, für Europa, dann am besten nachher auch noch für China 4 und dann haben wir weitere Derivate dann auch noch für Rest of World. Macht ja auch nur Sinn. Das ist dann einfach zu aufwendig, zu komplex für den Kunden. Genau. Richtig. Und deine Eingangsfrage war ja, wie sieht es hier mit dem Service aus? Also da hat man natürlich auch bei Cut in der Entwicklung natürlich ein Auge drauf gehabt, dass er natürlich einfach auch wieder einfach zu handhaben ist im Service. Deswegen brauchst du hier zum Beispiel keine Ventile mehr einstellen. Der hat die Hydrostößel verbaut. Nein. Ist für mich natürlich sympathisch, ne? Weniger Arbeit ist immer gut. Genau, das passt. Und ansonsten siehst du die Anbauteile hier auch am Motor dran verbaut. Wir haben hier auf der rechten Seite den Ölfilter, dass man hier die Kappe abdrehen kann das Filtergehäuse rausnehmen, ohne dass man dort groß rumkleckern muss. Ja, eine kleine Patrone. Genau, also so wie man es auch aus dem Kfz-Bereich kennt. Ja, habe ich tatsächlich das erste Mal jetzt gesehen. Ah, sehr schön, sehr schön. Habe ich vorher noch nicht gesehen bei unseren Motoren. Das ist richtig, hat man bei dem Motor jetzt das erste Mal so gemacht. Ansonsten kennst du die Ölfilter ja auch mit den Patronen, so wie die Kraftstofffilter. Ja. Und das ist halt hier so der Punkt, wir haben jetzt hier den Ölfilter auf der rechten Seite angebaut, aber kannst du natürlich auch wieder in der weggebauten Variante bekommen. Da gibt es auch wieder von bis, wie man es eigentlich haben möchte. Genau, wie man es bei uns kennt. Du kannst dir die Lösung so zusammenschustern, wie du sie brauchst. Ja. Bringt mich auch zum nächsten Thema, was bei dem Motor wirklich sehr schön ist, weil du siehst jetzt hier das Abgasmodul ab 75 kW. Ab 75, mit genau. DPF, SCR, mit den 2 Tonnen. Ja. Und hier gibt es auch unterschiedliche Varianten. Du kannst diese Variante wählen. Ja. Das nennen wir, es ist das Offset angebaute CEM. Du kannst, also das CEM steht auch für Clean Emission Module. Also quasi für die Abgasnachbehandlung. Ja. Du kannst auch die Variante wählen, wenn jetzt hier in der Maschine irgendwie eine störende Kontur ist, dass es diese Tonne
positioniert über der Ohre. Direkt über. Genau, also dass die beiden Tonnen quasi übereinander liegen. Ja. Das gibt es als angebaute ZEM-Variante. Du kannst also auch diese beiden Tonnen angebaut lassen und sie in der Maschine dort anbauen, wo Platz ist. Okay. Oder du siehst ja auch hier die V-Bahn-Schellen. Ja. Du könntest also auch die beiden Tonnen separieren. Also das heißt, dass du zum Beispiel sagst, die erste Tonne hier über dem Schwungrad, da muss man ganz ehrlich sagen, so positioniert über dem Schwungrad ist eigentlich mit der beste Platz. Da hast du in der Maschine meist keine Störkonturen. Die kannst du lassen, baust die zweite Tonne nur weg. Ja. Oder aber du sagst, nein, es müssen beide Tonnen weg. Also wir sind hier, was die Anbringung der Anbauteile betrifft, sehr frei in der Gestaltung. Genau, also du bist da komplett flexibel, wo man dort, wo wir immer in den Gesprächen mit dem Kunden auch darauf achten, Flexibilität ist grundlegend gegeben, aber man sollte gucken, ob es wirklich Sinn macht. Weil wenn du natürlich alle Teile wegbaust, hast du natürlich einen enormen Aufwand, auch wieder Zusatzteile auszulegen. Du musst sie beschaffen, du musst sie an jeder einzelnen Maschine zusammenbauen, was einfach Stunden sind. Ja, und oft macht es am Ende des Tages für den Maschinenhersteller deutlich mehr Sinn, lieber ein bisschen Zeit rein zu investieren. Kriege ich dieses fertige Package eingebaut oder muss ich wirklich die Zeit dann rein investieren, um mir diese ganzen Komponenten auszulegen, um den Motor Aufwand, dann auch wieder einzubauen. Genau, das ist einfach der Benefit. Da sollte man in den Kundengesprächen wirklich immer mal gucken. Das machen wir auch immer, dass man mit dem Kunden zusammen sagt, nicht, das ist der Motor, baue ihn ein, sondern mal das Ganze umdrehen. Zeig mir doch mal deine Maschine und wir gucken beide gemeinsam mal rein, was gibt es für Optionen, die haben wir im Hinterkopf und was würde in der Maschine passen, dass man es dort platzieren kann. Ich würde sagen, immer ein sehr gutes Miteinander ist. Auf jeden Fall. Das ist immer das, was wir auch dem Kunden ja mitgeben als Benefit, als Zeppelin, dass wir dort im Prinzip eine Einbauberatung immer mitgeben, dass der Kunde nicht alleine gelassen ist mit den Motoren. Also er möchte sich um die Maschine kümmern und soll nicht zwangsweise jetzt ein Motorenspezialist sein. Nein. Dafür hat er uns. Dafür haben wir uns. Er soll sich um die Maschine kümmern und wir gucken, wie wir den Motor bestmöglich gemeinsam dort reinbekommen. Und ich denke mal, bei der Größe sollte es eigentlich machbar sein. Lass dich auch da wiederum nicht täuschen, weil das ist natürlich der Punkt, dass die Maschinen sehr kompakt gebaut sind. Man kann natürlich die Maschinenhersteller auch ganz deutlich verstehen. Wir hatten grundlegend mal diesen Motor, also ich sage jetzt mal Abgasnachbahnung weggedacht, die Maschine wurde konstruiert und dann hieß es immer so, jetzt kommt die Abgasnachbahnung noch rein, es gibt neue Grenzwerte, jetzt muss das wieder noch rein. Die Entwicklung hat da nun mal auch eben weiter das Ganze vorangetragen. Genau, und das macht es für die Maschinenhersteller nicht einfacher. Umso besser ist es, dass wir dann im Prinzip die Lösungen gemeinsam raussuchen können, dass es am Ende des Tages dann doch wiederum irgendwie noch möglich ist, ohne jetzt komplett die ganze Maschine nochmal wieder neu konstruieren zu müssen. Ja. Und ich sehe auch hier gerade auf meiner Seite, haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, noch eine Pumpe zu installieren, also oder ein Nebenantrieb, etwas zu installieren. Also hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, direkt am Motor so Plug-and-Play was anzuschließen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es wie bei den anderen Motoren, die wir ja schon mal in der Vergangenheit besprochen hatten, auch hier die Lagerung und die Schmierung wieder über die Ölwanne mitläuft, oder? Genau, also was jetzt da der Punkt ist, du hast jetzt da im Prinzip ja den Nebenabtrieb angesprochen, der jetzt hinten im Schwungradgehäuse sitzt. Bewusst habe ich jetzt auch gerade gesagt, der sitzt im Schwungradgehäuse, weil du siehst es hier vorne, wir haben ein sehr, sehr schlankes Frontend, das im Prinzip der Nebenabtrieb, du siehst es auch, dass die Kraftstoffpumpe, die sitzt jetzt hier auf meiner Seite, sitzt auch hinten mit im Rear-End-Drive, also das heißt, hier vorne ist es wirklich sehr schlank. Wenn du jetzt im Prinzip hier dir anguckst, das Frontend ist wirklich sehr schön schlank gehalten. Es gibt trotzdem natürlich weiterhin die Möglichkeit, dass du einfach den Pumpenabtrieb nehmen kannst, um deine Hydraulikpumpe dort einzubauen. Es gibt den Motor natürlich auch wieder mit der Variante Klimakompressor, Luftkompressor. All das ist auch möglich. Mit diesem Front-Gear-Train, was du dir jetzt sparst, also die ganze Verzahnung ist hinten, hilft das natürlich auch in der ganzen Geräuschemission von dem Motor, das nochmal zu senken. Aber das ist ja cool. Aber jetzt noch mal eben so eine Frage. Wir haben jetzt gerade über Ölwanne, ich habe das mal eben kurz angehauen. Ich sehe hier so die Ölwanne und mir fallen diese Rippen auf. Dient das zur Kühlung oder warum ist die so designt? Nein, also die Frage kommt oft, ob das Kühlrippen sind. Nein, das hat nicht den Hintergrund. Also es ist hier eine Kunststoffölwanne, einfach um auch wieder Gewicht zu sparen. Dann im Prinzip nachher kommt es mit den Rippen rein. Wir wollen dort auch Geräusch sparen und wir müssen natürlich trotzdem eine gewisse Steifigkeit ins Bauteil reinbekommen. Ja, natürlich, ja. Und deswegen sind dort diese Rippen drin. Alles klar. Also es ist eine komplette Kunststoffwanne. Genau. Und das Schöne ist, du hast ja gerade schon gesagt, den Motor hattest du, glaube ich, jetzt im Service schon mal gesehen. Vielleicht hattest du ihn auch schon mal lauffähig sehen, weil wenn du den Motor dann wirklich laufen hörst, muss man ja wirklich sagen, also dort sind wir in den Geräuschemissionen wirklich am unteren Limit. Ja, der Motor ist auf jeden Fall ruhig, definitiv, das kann ich. Genau, er läuft sehr, sehr schön ruhig, läuft sehr sanft, also dass wir da im Bereich Geräuschemissionen wirklich sehr, sehr viel getan haben. Also ich muss sagen, da hat mir eher der Lüfter, der vorne installiert war, den habe ich mehr gehört als den Motor.
Wir haben also diesen Motor bis 100 kW. Und den 3.6 gibt es sowohl in 12 Volt als auch in 24 Volt und in 55 kW. Also diese 12 und 24 Volt, das grundlegend bei unseren großen Motoren ist das auch Standard. Ja. Aber wir haben hier eben auch die 24 Volt Variante bei dem kleineren Motor. Und bei 55 kW ist der springende Punkt, dass es gibt den 3.6er, wie gesagt, auch nur mit einer DPF-Tonne, ohne SCR-System, in 55 kW. Und da ist er wirklich klassenbester, was das Drehmoment angeht. Also wir haben dort 424 Newtonmeter Drehmoment unter der Grenze von 56 kW. Aber das macht aber schon gut was aus. 400, da soll mal jemand kommen. Und das ist nicht verkehrt. Jetzt noch mal so eine kleine Frage, und zwar, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon über die unterschiedlichsten Modelle, nehmen wir jetzt mal den C9.3, den haben wir ja in der nackten Version, dann gibt es den mit der kompletten Unity-Abgasnachbehandlung und letztendlich dann auch noch mal das große Ganze mit Kühlerpaket und so weiter. Ist es bei diesem Motor auch der Fall, dass ich sagen könnte, ich brauche die Komplettlösung? Ja, auch da kriegst du es wieder, dass du im Prinzip eine fertige Power-Unit von uns bekommst. Okay. Dass wir dir den Kühler anbauen, den Luftfilter anbauen, dass wir weitere Punkte dort mit übernehmen können. Es ist jetzt auch hier vorne ist jetzt kein Lüfter dran, aber wir können jetzt zum Beispiel auch eine Visco-Kupplung mit anbauen, was ja immer mehr auch Thema wird, einfach um sowohl Kraftstoff einzusparen, weiterhin über den Lüfter, der eben nicht unnötig in voller Drehzahl mitlaufen muss. Genau. Und wir hatten es ja schon Geräuschthema. Also das Schöne bei dem Visco-Lüfter ist ja auch, dass er mir sowohl Kraftstoff spart, als auch eben die Geräuschemissionen senken kann. Und auch gerade an sehr, sehr kühlen Tagen verhindere ich natürlich auch, dass das ganze System im Maschinenraum auch overcooled wird. Also da ist auch die Möglichkeit, den Visco-Lüfter natürlich wieder mit einzubauen. Und vor allen Dingen auch die Steuerung vom Motor, dass der das mit übernimmt. Weil wir haben bei dem Motor ja auch ziemlich viele schöne Features mit drin, dass du zum Beispiel über den CAN-Bus den Motor starten kannst. Das Ganze ist natürlich eine sehr smarte Geschichte, aber kannst du mir noch mal erzählen, wie die Regeneration hier bei dem Motor funktioniert? Also hier ist es auch wieder so, dass wir da, wie es immer gesagt wird, eine sehr, sehr smarte Lösung haben. Das ganz klar im Vordergrund steht, der Motor soll keine Downtime haben. Also er soll im Betrieb regenerieren. Es soll für den Bediener nicht ersichtlich sein, dass der Motor dort irgendwas macht oder dass er irgendwas anfordert. Und hier ist es auch wieder so, dass im Prinzip die ähnliche Strategie, wie wir sie vom C9.3b oder C13b kennen, auch hier mit umgesetzt wird. Also wir haben bei dem Motor hier im Ladelufteintritt haben wir hier auch wieder eine Einlassdrossel. Wir haben ja hier das Commonwear-Einspritzsystem, was auch wieder eine Nacheinspritzung gewährleisten kann, womit wir dann im Prinzip wieder die Möglichkeit haben, im DOC, im DPF die Temperatur anzuheben, um im Prinzip hier zu regenerieren und um auch mein SCR-System wieder zu reinigen. Okay. Und hier ist es ganz klar so, dass wir auch wieder sagen, wenn die Maschine arbeitet, dann habe ich sowohl eine gewisse Drehzahl und ich habe eine Last, die angefordert wird von der Maschine. Wenn ich das nicht tun würde, würde die Maschine ja auch nicht arbeiten. Nee, dann müssen wir im Leerlauf quasi stehen, gerade Kaffeepause, was weiß ich. Genau, und draußen ist es extrem kalt. Wir haben hier dann auch wieder, wir reden nicht über ein paar Stunden, sondern wir reden nachher dann schon über Tage. Wenn der Motor dann einfach nur, ich sag mal, im Standgas tuckert, dann kommt der natürlich nicht auf die Temperatur. Das wird schwierig. Dann hat er aber die Möglichkeit nachzuhelfen und dann kann er zum Beispiel auch die Drehzahl dann anheben, wenn auch immer die Maschine das freigibt. Das läuft automatisch. Das läuft automatisch vom Motor gesteuert. Ja. Man muss da natürlich gucken, wie man das in die Maschine mit integriert, weil du willst ja auch nicht, wenn du am Rangieren bist mit deiner Maschine, das ist eine Fahneanwendung, dass auf einmal da, ich sag mal, die Drehzahl angehoben wird und auf einmal fährt die Maschine los. Das ist also, da sind wir im Prinzip auch wieder sehr eng mit dem Kunden in Kontakt, sind dort beratend tätig, dass man sich dann überlegt, in welchem Zustand könnte man so eine Drehzahlanhebung zum Beispiel freigeben. Aber ganz klar der Punkt ist, wir reden dann über Backup-Lösungen, weil das System so ausgelegt ist, dass es im normalen Betrieb im Hintergrund des Einsatzes funktioniert, ohne dass der Bediener es mitbekommt. Ja, das ist ja das A und O. Und dass er sich eigentlich dann, ich sag mal so, fährt 3 Jahre mit der Maschine, du fragst im Service und Regeneration funktioniert und er sagt, Regeneration, ich habe gar nichts mitbekommen, ich habe das nie mitbekommen, es läuft im Hintergrund und so soll es sein. Da habe ich jetzt aber mal gerade eine Frage. Ne? Und zwar an sich gesehen müsste man das Ganze dem Fahrer oder auch dem Bediener ja schon irgendwo visuell darstellen, weil er dürfte, wenn der Motor jetzt gerade in der Regenerationsphase ist, ja nicht abstellen. Es gibt dort unterschiedliche Philosophiefragen, die man dann klären muss, weil es gibt die Möglichkeit, dass man dem Kunden auch eine Message, dass man das in der Maschine auslesen kann, dass es angezeigt wird, ich bin gerade am Regenerieren. Ich habe auch vielleicht gerade erhöhte Abgastemperaturen, ich habe die Drehzahl gerade angehoben, dass ich das dem Bediener mitgebe. Weil es wäre ja schon unvorteilhaft, wenn er dann nachher, ich sage jetzt mal gerade zum Feiertag oder zum Feierabend, auf einmal dann die Karre abstellt, obwohl der Motor noch gerade im Regenerationsprozess ist. Wäre für mich persönlich aber gar nicht so das Problem.
Denn wenn du den Motor gerade im Regenerationsmodus hast, dann machst du den Motor nachher aus. Ist natürlich klar, wir wollen jetzt nicht hier, der Motor ist gerade auf hoher Drehzahl. Genau. Es ist gerade thermisch ordentlich was los in dem System, dann will ich den nicht sofort ausstellen. Motor soll ja auch mal ein bisschen, ich sag mal, nachlaufen, dass er die Temperatur runterbekommt. Richtig. Aber grundlegend, wenn du Feierabend machen willst und du willst jetzt unbedingt nach Hause, dann mach das doch ruhig, brich die Regeneration ab. Und nächsten Tag, wenn du wieder den Motor startest, kannst du deine Regeneration fortsetzen. Oder aber du sagst, naja, ich starte den Motor, weil ich arbeiten will. Und dann haben wir die Temperatur im Arbeitsmodus. Stimmt, ja. Das heißt, du musst jetzt nicht zum Feierabend stehen und musst jetzt sagen, oh, ich muss jetzt hier noch 20 Minuten noch weiterhin meine Regeneration durchfahren. Das ist ja das Wichtige im Endeffekt. Musst du nicht. Du kannst ruhig deinen Feierabend machen. Nächsten Tag, wenn du wieder arbeiten musst, Bierchen trinken. sollst du auch arbeiten. Genau, ist alles, wie man das möchte. Ne? Und wenn du nächsten Tag arbeiten möchtest, dann wird die Regeneration entweder fortgesetzt, weil du wieder nur im Leerlauf bist, oder aber du fängst mit der Maschine an zu arbeiten und kriegst dann Temperatur rein. Also wir reden hier über eine Backup-Lösung, dass wenn du zum Beispiel mal verunreinigtes AdBlue oder DEF getankt hast, wenn irgendwas mit deinem Sprit nicht in Ordnung war, dass man dann vielleicht auch mal eine Serviceprozedur durchführen muss, dass man sich den Motor dann auch wieder selbst reinigen kann. Ja, man oder kann wenn du, wie gesagt, in der Antarktis stehst und lässt über 40 Stunden am Stück den Motor im Leerlauf tuckern, dann kommt das Ganze zum Tragen. Ansonsten hinten im Hintergrund, im Arbeitsmodus, da spricht Kat auch immer von einer Transparent Regeneration oder von einer passiven Regeneration, dass du da im Prinzip nichts von mitbekommst. Das wäre natürlich der optimalste Genau. Fall. Ja, Hannes, danke auf jeden Fall für diese Erklärung. Oder hast du noch ein paar letzte Worte? Nein, also ich hoffe einfach, ich konnte dir zeigen, dass auch in dem kleinen, kompakten Motor hier doch ordentlich an Technik und Leistung drinsteckt. Und ja, das war's von meiner Seite. Die Technik macht's, ne? Genau. Genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, gerne auch ein Abo da lassen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ich glaube, jetzt brauche ich dich auch erstmal lange Zeit nicht mehr sehen. Was? Wie bitte? Ich wollte dich gerade noch auf ein schönes Stück Fleisch einladen. Ah, ein schönes Stück Fleisch. Ja, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Ja. Da habe ich gar kein Problem mit. Oh, ein kleines Würstchen, ein bisschen Fleisch, geht immer, ne? Also Maiskolben. Schön in Gelb, ein Maiskolben. schönes gelbes Maiskörnchen. Maiskölbchen. Maiskörnchen? Natürlich, natürlich. Genau. Da wäre ich dabei. Schön mit Kräuterbutter und so. Und ein bisschen Salz. Mit allem. Hier ist sogar das Essen. Plug and Play.